Sag mal, spinnen die 3.000 Euro für ein Objektiv? Ja, was erwartet euch in dem Video? Zum einen zeige ich euch Objektive, zum anderen erkläre ich euch, was Brennweite und Blendenwert bedeutet und wann man welches Objektiv einsetzt. Also bleibt dran, nun geht's los. So, ich wollte euch verschiedene Objektive vorstellen. Zum ersten mein Standard-Kit-Objektiv, das bei mir auch auf der Kamera drauf ist, wo ich auch im letzten Video schon was dazu erklärt hatte. Das hat 28 bis 70 mm Brennweite und eine Blende von 3,5 bis 5,6. Und dann habe ich hier eine Festbrennweite 30 mm mit einer 1,4er Blende, ein mittleres Zoom-Objektiv 70 mm bis 300 mm und eine Blende von 4,5 bis 5,6. Dann habe ich hier was Größeres, das ist richtig schwer und ist ein ganz schöner Wummer. Das hat 150 mm bis 600 mm Brennweite und eine Blende von 5 bis 6,3. Hier habe ich ein nostalgisches Stück, auch das funktioniert noch auf der Kamera. Das hat eine Festbrennweite von 50 mm und eine minimale Blende von 1,8. Aber was bedeuten denn nun die einzelnen Werte und wie kann ich denn die verschiedenen Objektive gut einsetzen? Im ersten Moment hätte ich gedacht, naja, wir setzen kleine Brennweiten jetzt für Porträtfotografie ein und große Brennweiten für Landschaftsfotografien, weil man da schön auch ranzoomen kann. Nachdem ich jetzt im Internet recherchiert habe, ist mir allerdings aufgefallen, naja, das stimmt nicht so ganz. Und ich muss die Aussage vielleicht ein bisschen korrigieren. Aber bevor wir uns jetzt genau darauf konzentrieren, was ist denn eigentlich Brennweite? Um jetzt genau zu verstehen, was die Brennweite ist, müssen wir ein bisschen auf den Aufbau eines Objektivs eingehen. Relativ einfach natürlich. Wir haben eine Sammellinse, das heißt, das Licht, das einfällt, das fällt auf diese Linse und konzentriert die Lichtstrahlen auf einen sogenannten Brennpunkt. Und die Brennweite ist jetzt nichts anderes als der Abstand von der Linse zum Brennpunkt. Bei Zoom-Objektiven ist es zum Beispiel so, dass man dann eben diesen Abstand variieren kann. Das heißt, man verschiebt die Linse entsprechend und verändert somit da die Brennweite. Um den Effekt zu erklären, habe ich meine Lupe vorbereitet. Die Lupe ist jetzt nichts anderes als unsere Sammellinse im Objektiv. Halten wir diese in die Sonne, dann fallen die Lichtstrahlen durch diese Linse durch und fokussieren sich in einem Punkt, dem Brennpunkt. Variieren wir jetzt den Abstand, sehen wir, dass dieser Leuchtkreis kleiner und größer wird und kräftiger wird oder nicht so kräftig wird. Ja, das heißt, wenn wir jetzt den Abstand so einstellen, dass der Punkt möglichst hell und klein ist, dann haben wir eine optimale Brennweite erreicht und der Punkt an sich ist richtig scharf. Side Fact: Hält man den Punkt jetzt im Fokus lang auf einem brennbaren Material, dann wird es das Brennen anfangen. Hier in dem Bild wird ganz gut erklärt, was die Brennweite eigentlich ist. Wenn wir jetzt mal ganz unten schauen, da gibt es die 14 mm, die haben einen Aufnahmewinkel von 114 Grad. Das heißt, der Fotosensor sieht eigentlich am meisten von der Umwelt. Wenn wir jetzt sukzessiv dann die Brennweite erhöhen, sehen wir, dass der Aufnahmewinkel immer geringer wird. Bis hin zur 600 mm, wo wir dann nur noch 4 Grad von der Umwelt eben sehen. Übrigens, am besten verwendet man 50 bis 70 mm. Warum? Die Einstellung passt einfach am besten oder am natürlichsten zum menschlichen Auge. Wählt man zu kleine Brennweiten, kann sich das Bild verziehen. Wählt man zu große Brennweiten, dann wirkt es unter Umständen zu flach. Das heißt, die dritte Dimension geht verloren. Möchte man ein Landschaftsbild möglichst breit fotografieren, nimmt man am besten eine kurze Brennweite. Das heißt, einen großen Aufnahmewinkel, wie in dem Beispiel hier. Oder man möchte ein Porträtbild machen, wo man im Hintergrund viele Informationen sieht. Vergrößert man die Brennweite, dann entsteht ein Zoom-Effekt. Das heißt, der Aufnahmewinkel wird immer spitzer. Und auf dem endgültigen Bild wirkt das Objekt näher dran. Ein gutes Allrounder-Objektiv ist zum Beispiel ein 70 bis 200 mm Objektiv. Warum? Weil mit 70 mm ist es relativ natürlich und mit 200 mm kann man gut ranzoomen und auch Objekte auf der Entfernung relativ gut fotografieren. Hier sieht man ein Bild mit natürlicher Brennweite von 70 mm. Oder hier in der Bildfolge sieht man, wie die Brennweite das Bild oder das Resultat im Endeffekt verzieht. Oder zum Beispiel für den Einsatz bei Sportveranstaltungen oder Hochzeiten, da kann man weit genug wegstehen und dennoch tolle Aufnahmen machen.
Neben der Brennweite ist eine weitere wichtige Größe bei Objektiven der sogenannte F-Wert oder Blendenwert. Hier ist es so, je kleiner der Blendenwert ist, desto lichtstärker wird das Objektiv. Die Tabelle zeigt euch die Lichtstärke im Vergleich zur Lichtmenge. Angenommen wird hier der Blendenwert von 4 als Referenz und wenn wir uns jetzt mal 2,8 anschauen, dann hat er dort schon die doppelte Lichtmenge. Bei 2 die vierfache. Dieser Wert wird übrigens aus der Brennweite und dem Öffnungsdurchmesser berechnet. Das heißt, bei einer Brennweite von 100 mm und einer Blendenöffnung von 25 mm ergibt sich ein Blendenwert von 1:4. Hier zeige ich euch mal einen Vergleich eines Porträts mit unterschiedlichen Blendenwerten. Einmal mit 1,8 und einmal mit 16 und einer Brennweite von 50 mm. Bei der Aufnahme haben wir auch die ISO auf manuell gestellt und gleich belassen, damit man auch den Effekt der Lichtintensität sieht. Hier als Beispiel habe ich noch eine Hochzeitsaufnahme in einer Kirche. In Kirchen ist es oft sehr dunkel, dort sind lichtstarke Objektive klar ein Vorteil. Manche Objektive haben eine feste Blende, manche eine variable. Hat man nun ein Objektiv mit einer variablen Blende, ist es so, dass wenn man die Brennweite verändert, eben die minimale Blende sich mit verändert. Das heißt, wenn ich die Brennweite erhöhe, wird in der Regel die minimale Blende schlechter. Vor allem Profis haben andere Anforderungen. Die wollen eine gleichbleibende Lichtstärke über den kompletten Brennweitenbereich haben. Dort sind die Hersteller eben gefordert, da mehrere Linsen im Inneren der Objektive einzubauen, um eben diese gleichbleibende Lichtstärke über den Brennweitenbereich zu gewährleisten. Das macht allerdings die Objektive in der Regel schwerer und vor allem teurer. Dafür hat man vor allem auch bei lichtschwachen Situationen einfach immer eine gute Qualität. So, jetzt haben wir die wichtigen Parameter für Objektive kennengelernt. Einerseits die Brennweite, was lapidar gesagt der Zoom-Faktor ist, bzw. der Aufnahmewinkel. Und andererseits die Blende, was die Lichtstärke beschreibt. Leider ist es so, dass es kein Objektiv gibt, was alle möglichen Anwendungsfälle abdeckt. Deshalb geht man in der Regel vielleicht Kompromisse ein und holt sich ein Allrounder-Objektiv oder man spezialisiert sich auf die Anwendung und holt sich für den Anwendungsfall eben spezielle Objektive. Okay, zu guter Letzt möchte ich euch noch ein paar Details zu meinen geliehenen Objektiven zeigen. Okay, schauen wir uns noch kurz die Objektive an. Hier das 70 bis 300 mm. Was kann das? Also erstens haben wir hier natürlich eine Gegenlichtblende. Da kann man hier vorne drauf schauen. Dann haben wir hier so einen Lockknopf. Dann, wenn man rausmacht, dann kann man die Brennweite verändern. Eben. Dann haben wir hier hinten Autofokus oder manuellen Fokus. Wenn man manuell einstellt, kann man hier drüber den manuellen Fokus eben einstellen. Das ist nochmal eine Optimierung für den Fokus. Einmal bis 3 Meter oder besser fokussieren und einmal die Full Range. Optical Steady Shot ist eine optische Bildstabilisierung. Die macht einfach die Aufnahme ruhiger. Vor allem bei Video dann. Hier haben wir noch dieses analoge 50 mm Objektiv. Wenn ich da jetzt hier mal euch das zeige, wenn man die Blende verändert, hier, dann sieht man auch, wie die Lichtmenge ins Objektiv verringert wird oder vergrößert wird, je nachdem, was man erreichen will. Genau, die anderen Objektive, wo jetzt hier dabei sind, die beiden kleinen, da kann man entweder Blende oder Brennweite verstellen, beziehungsweise die haben auch den manuellen Fokus natürlich. Und das große Objektiv hat ähnliche Funktionen zu dem, was das 70 bis 300 mm Objektiv hat. Ein Unterschied zum Beispiel, der hat 10 Meter statt nur 3 Meter speziellen Fokus. Genau, und mehrere Konfigurationsknöpfe hier vorne. Nun, um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, warum denn Objektive eigentlich so teuer sind. Ja, mir wird es einigermaßen klar, weil gerade diese zusätzlichen Linsen für die Lichtstärke im Inneren der Objektive verursacht natürlich Kosten. Andererseits die Komplexität führt dazu, dass in der Forschung und Entwicklung beim Hersteller natürlich auch entsprechend Zeiten gebraucht werden, um so ein Objektiv zu entwickeln. Ja, das kostet einfach sehr Geld. Wenn man jetzt so ein Standardobjektiv 70 bis 200 mm nimmt, mit einer gleichbleibenden Blende von 2,8, das kostet ungefähr 3.000 Euro. Man kann aber noch mehr Geld ausgeben, indem man die Brennweite erhöht
Ist ja irgendwo logisch, weil dann braucht man noch mehr Komplexität im Inneren der Objektive. Das heißt noch mehr Linsen und noch mehr mathematische Modelle, um eben den Effekt für eine gleichbleibende Lichtstärke innerhalb vom Objektiv zu erreichen. Gut, dann sind wir jetzt wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich schon mal dafür, dass du den Kanal abonnierst und mich dabei unterstützt, den Kanal aufzubauen. Vielen Dank, bis dann, ciao.